A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eines der verbreitetsten Phänomene unter Muslimen ist ein tiefgreifender Minderwertigkeitskomplex. Findest du diese Aussage krass? Dann hör mir bitte kurz zu. Als ich zum Islam konvertierte, da faszinierte mich vor allem seine Andersartigkeit gegenüber all den anderen Religionen, anderen Lebensweisen und Ideologien, seine Ehrlichkeit, seine Direktheit und vor allem seine realisierbaren Ansätze nahe am unverfälschten menschlichen Naturell. Das hat mich fasziniert und beeindruckt mich heute immer noch aufs Neue. Von Muslimen aber bin ich seit meiner Konversion im Schnitt eher enttäuscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab auch Tage, an denen ich mir schon gesagt habe, wäre da nicht der Islam, dann hätte ich die Muslime verlassen. Und hier komme ich jetzt zum springenden Punkt. Was mir den Islam als attraktiv erscheinen ließ, waren nicht die langwierigen Erklärungsversuche, dass der Islam gleich sei wie die hiesige aktuelle Gesellschaftsordnung, nur halt mit einem Glauben an Gott, dass der Islam nur eine Religion des Friedens sei oder dass der Islam die Menschenrechte noch vor den Nichtmuslimen erfunden hätte, dass der Islam die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau noch vor den Nichtmuslimen erfunden hätte und dass der Islam eigentlich auch gar nicht anders als die anderen Religionen sei. Ich meine, auch wenn das in einzelnen Versatzstücken vielleicht gar nicht so unberechtigt ist, ich meine, come on. Rein historisch gesehen ist das einfach Unfug. Diese Konzepte sind nun mal in einem westlich-modernen Weltbild entstanden und haben in diesem Kontext auch ganz normative Ansprüche. Nein, was ich am Islam attraktiv fand, war eben, dass er eine eigene Idee für eine Lebensweise formulierte, die sich in Kontrast zu meiner Lebensweise setzte und die auch ganz konträr dazu war. Und genau das wurde mir in letzter Zeit wieder viel bewusster, weil ich wahrnehme, wie viele Muslime und viele muslimische Organisationen extrem viel Energie aufwenden, um der Öffentlichkeit gebetsmühlenartig weiszumachen, dass der Islam in vielen Punkten gleich sei und niemals im Widerspruch zur hiesigen Gesellschaftsordnung oder zur Mainstream-Pop-Light-Kultur steht. Ist sehr schade um die verschwendete Energie. Warum sage ich das? Denn durch diese Anbiederungsübungen bewirkst du vor allem Folgendes. Erstens, du machst den Islam dadurch unattraktiv. Zweitens, durch das ständige Angleichen bestätigst du seine Minderwertigkeit bzw. deine Minderwertigkeit. Drittens, du wirkst nicht authentisch und wirst deshalb nicht wirklich ernst genommen. Viertens, weil viele Nicht-Muslime besser Bescheid wissen, bewirkst du damit nur, dass islamophobe Stereotypen bestätigt werden, wonach Muslime sowieso nur lügen. Und fünftens, und das ist jetzt das Wichtigste daran, du verlierst deine Einzigartigkeit, weil du so zwanghaft versuchst, wie andere zu sein und dabei gehen deine Stärken unter. Ich möchte den kommenden Generationen Mut zusprechen. Hör auf, dich in einen Gleichmachungsmodus zu versetzen. Der Islam ist nicht gleich und Gott sei Dank ist er das nicht, denn sonst wäre er nicht so attraktiv und ich wäre nicht zum Islam konvertiert. Ich mache euch ein ganz einfaches Beispiel. Stellt euch vor, der Marketing-Chefstratege von iPhone würde Werbung für sein Produkt machen, indem er sagt, ja, iPhone ist genau gleich wie Samsung, iPhone ist genau gleich wie Huawei und dann am Schluss hängt er noch an, aber es ist halt iPhone. Mal abgesehen davon, dass der iPhone-Community die Haare zu Berge stünden, wäre es werbetechnisch völlig verfehlt. Denn wie sticht jetzt dieses iPhone heraus? Wo ist der Unterschied? Wenn alles gleich ist, warum also ein iPhone kaufen? Und genauso verhält es sich mit Ideen und Überzeugungen. Wenn du zu dir stehst und zu deinen Überzeugungen, dann kannst du mit einem Andersdenkenden in einen Dialog treten. Alles andere ist ein Monolog des Stärkeren. Aber genau das, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Islam und Nicht-Islam, ist einer der innigsten Wünsche und anstrebenswerten Ziele der Nichtmuslime. Denn ist diese Differenz einmal weg, so stellen wir keine Konkurrenz und auch kein Problem mehr für sie dar. Denn jetzt hätten sie uns in ihre Denkkategorien eingebettet. Und deshalb sagt Allah, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Und sie wünschen, du würdest schmeicheln und dich angleichen, dann würden sie auch schmeicheln. Mujahid sagte, es bedeutet, dass man sich ihnen annähert
und angleicht und ihnen schmeichelt, indem man seine eigenen Überzeugungen zurücksteckt. Und so verdeutlicht Allah weiter: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Und diejenigen, die ungläubig sind, wünschten sich, dass ihr ungläubig werdet, wie sie es sind, damit ihr gleich wäret. Gleich durch das Relativieren, gleich durch das Historisieren, gleich durch das Verdrehen, gleich durch das Beschönigen. Der Islam ist einzigartig. Du kannst ihn gar nicht schöner machen, also biege ihn nicht, denn damit versteckst du nur seine Schönheit. Und sie macht den Unterschied. Denk darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.